Hallo, in diesem Video zeige ich dir die schlechtesten Knoten, die du beim Angeln machen kannst. Kommt dir bekannt vor? Denn viele meiner Guiding-Gäste kommen tatsächlich mit Knoten, die weniger geeignet sind. Vielleicht lassen sich einfach binden, vielleicht ist es einfach die Gewohnheit, weil man vielleicht glaubt, der ist optimal und damit ist mir noch nicht was abgerissen. Aber tatsächlich kann dir ein schlechter Knoten viele Köder kosten und im Ernstfall den Fisch deines Lebens. Daher bleib dran. Fangen wir mit dem häufigst genutzten Knoten zur Verbindung von Monoschnur von Vorfächern angeflochtener Schnur an. Wahrscheinlich kennst der ein oder andere schon an den ersten Bewegungen. Man bildet eine Schlaufe mit der Monoschnur und dann steckt man das Geflecht nach Wicklungen so durch die Schlaufe. Und fertig ist der Albright-Knoten. Warum ist der Albright-Knoten ungeeignet? Egal ob gesichert oder ungesichert. Das erste Problem, was der Albright-Knoten hat, ist die Tragkraft. Und zwar hält er nur etwa 70 bis 80%, je nachdem, wie man ihn bindet. Aber das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist tatsächlich dieser Knick hier. Das soll jetzt die Monoschnur darstellen. Und dieser Knick ist quasi eine Sollbruchstelle. Denn eine Monoschnur ist nicht dazu gedacht, wie viele Plastikstücke, wirklich extrem geknickt zu werden bis auf einen Bruch hinaus. Denn es bricht eben wirklich an dieser Stelle. Und nicht nur das, sondern zusätzlich scheuert über diesen Knick, über diese Sollbruchstelle auch noch die geflochtene Schnur die ganze Zeit. Das heißt, hier ist ein Ermüdungsbruch praktisch vorprogrammiert. Unerklärliche Köderverluste beim Auswerfen oder plötzliche, relativ kraftlose Abrisse bei Hängern oder eben der Fisch, der sonst gefangen hätte werden können. Neben der geringeren Tragkraft und der Ermüdung hat der Albright-Knoten aber noch ein weiteres Problem. Und zwar ist das dieser Zipfel hier von dem geflochtenen Schnurstück, denn hier ist ja praktisch der Köder in diese Richtung, hier geht es zur Rolle. Wenn man sich anschicken sollte, die Schnur bzw. das Vorfach durch die Ringe zu kurbeln der Rute, dann knallt oft dieser Zipfel hier, diese Kante, weil man merkt ja hier schon, das stößt hier an den Ringsteg. Manchmal verhängt er sich, manchmal bildet sich so eine Schlaufe drum und das hier blockiert dann das Ganze und plötzlich knallt es halt richtig und der Köder ist weg. Das liegt daran, dass sich dieser Albright-Knoten im Ring verhangen hat. Also diesen Knoten kann man sowieso nicht durch die Ringe werfen. Daher meine Knotenempfehlung, der FG-Knoten, wenn man den nicht kann, den Strähnknoten. Beide Videos findet ihr auch auf meinem Kanal. Vielleicht ist der Albright-Knoten auch deshalb so beliebt, weil er das Wort Allright impliziert, aber er ist alles andere als das. Der weltweit am häufigst genutzte Knoten zur Montage von Tönnchenwirbeln oder direkt am Köder ist der Fisherman's Knot oder auf Deutsch Clinch-Knoten. Jeder kennt ihn. Durchstecken, oben ein paar Mal rum, durch die Schlaufe und dann das Ganze wieder zusammenziehen. Genau da ist auch das Problem. Es verwurstelt sich. Das obere Teil oberhalb des Knotens, die 1, 2, manchmal 3 cm, sind irgendwie blind, verknickt. Ja, und genau das ist es auch. Das Material ist angegriffen, beschädigt. Das heißt, dieser Knoten, egal ob er den mit Spucke anfeuchtet oder nicht, ist durch diese Quetschung, die beim Zusammenziehen entsteht, schon in seiner Tragkraft herabgesetzt. Die Alternativen zu diesem Clinch-Knoten oder Fisherman's Knot sind, wie schon auf meinem Kanal vorgestellt, erstens der Miller Knot und zweitens der Paloma-Knoten. Der Paloma-Knoten eignet sich allerdings nur bei Durchmessern bis zu 0,50 mm. Ein Knoten, den auch jeder Nichtangler beherrscht, ist der Schlaufenknoten. Meistens wird er mit doppelter Schlaufe bzw. doppelten Knoten in der Schlaufe gelegt und damit angeln ja viele in Norwegen, wie ich sehe. Kann das dann hier so durch den Köder durchstecken oder wie auch immer sogar 2 Schnüre mit 2 verschiedenen Schlaufen verbinden. Aber die Tragkraft ist auch da geringer als ein vernünftiger Knoten, wie zum Beispiel der FG-Knoten. Und man hat hier so eine richtige Wurst. Der Fisch sieht mehr, falls es Fische sind, die davon abgeschreckt werden. Der Köder kann sich daran verhängen. Zum Jiggen ist das überhaupt nicht zu gebrauchen. Mehr Luftwiderstand. Also bitte einen anständigen Knoten lernen. Das hier ist jedenfalls nichts, was ich bei meinen Guiding-Gästen noch sehen möchte.
Zum Schluss noch 2 Schnurverbindungen, die eben keine Knoten sind, aber auch sehr häufig verwendet werden. Das ist zum einen der No-Knot. Den empfehle ich auf gar keinen Fall, weil in diesem Metallteil, das zum Beispiel das Fluorocarbon-Vorfach mit der geflochtenen Hauptschnur verbindet, ist nicht die geringste Dehnung. Das heißt, hier bilden sich unter Umständen im Drill oder bei einem Hänger Spannungsspitzen, die auch da die Schnur früher reißen lassen. Denn selbst in einem Knoten ist eine gewisse Dehnung und die schützt dich eben vor gewissen Abrissen oder erhöht eben die Möglichkeit, dass du den Köder, den Fisch rauskriegst. Der letzte Punkt ist die Quetschhülse. Die Quetschhülse ist ungeeignet, weil der Name impliziert das ja schon. Die Quetschhülse quetscht. Sie quetscht Material kaputt, unter Umständen hat scharfe Kanten oben und unten, wo sich die Schnur dran scheuert. Das heißt, du musst hier einen wesentlich dickeren Durchmesser an der Schnur verwenden, um überhaupt eine Quetschhülse einzusetzen. Und das relativiert praktisch den Einsatz überhaupt. Als weiteres Problem hast du bei beiden Teilen, dass unter Umständen das Metallteil gegen den Routenring schlägt. Zum Beispiel im Dunkeln, da achtest du nicht drauf, kurbelst halt ein bisschen durch, haut in den Routenring rein und dann hast du dir vielleicht eine Macke reingehauen, die du nicht direkt gesehen hast, oder der Ring ist sogar gebrochen. Die Links zu den Knoten, die ich euch empfehlen kann, findet ihr wie immer in der Beschreibung unter dem Video, sowie natürlich auch Schnurempfehlungen, welche Schnüre ich verwende. Bis zum nächsten Video.